Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Dennis. Ja, wir kommen zu den neuen Parfüms der Marley. Castley. Ja, Castley ist da. Ach ja, schöner Flakon und er reiht sich hier bei seinen Brüdern ein. Hier haben wir den Sedley und haben wir den Greenlay. So, und jetzt haben wir den Castley. Ja, auf jeden Fall Lay. Und wollt ihr mehr über den Duft wissen? Bleibt dran. Wie gesagt, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Dog aus Hamburg. So. Ist er denn so gut wie seine, ja, kleinen Brüder, den Sprite-Duft, wie den Sedley, der so ein bisschen nach Sprite, süß, frisch riecht und Minze natürlich, oder den Greenlay, der einfach nach grünen, fast schon stechenden Apfel riecht. So, jetzt haben wir hier einen sehr klaren Saubermann-Duft, wirklich. Und ich kann gleich vorweg nehmen, ich weiß nicht, oder ich kann nicht, besser gesagt, sagen, welchen ich besser finde, den Sedley oder den Castley. Kann ich nicht, weil jeder würde das anders sehen und wer einen Saubermann-Duft sucht, einen richtig cleanen Sauberduft, der ist mit den Castley wirklich gut bedient. Leider ist oder bleibt der Flakon nicht so sauber durch die Fingerabdrücke wie der Duft an sich und wir haben hier eine schöne, hier geht so schwer, geht der Deckel hier, guck mal. Manche gehen leicht, die darfst du gar nicht anfassen und hier, er ist so stabil, ja, wie der ganze Deckel, kennen wir ja von Parfüms de Marley. Wir haben hier eine schöne Bergamotte, natürlich wieder, mit einem schönen frischen Ingwer, wirklich frischen Ingwer, so ist das angegeben und ja, ich würde das sogar so betiteln, das stimmt. Dazu kommt auch Pfeffer. So, Bergamotte, frischer Ingwer, Pfeffer. Wow, das klingt nice und das ist auch nice. Ich finde ihn gar nicht langweilig. Viele haben schon gesagt, der ist so langweilig. Nein, ich finde das gar nicht. Ich würde ihn vielleicht nachhinein, nach dem Testen jetzt, ich habe ihn jetzt schon ein paar Tage getestet, würde ich sogar ihn vor den Sedley nehmen. Ich habe ein TikTok-Video über die Top 5 Sommerdüfte von Parfüms de Marley gemacht. Schaut mal gern vorbei. Da ist er noch hinter den Sedley, da kommt es ganz durcheinander, ne? Der Greenlay war da auf 2. Es ist aber auch wirklich schwer bei Parfüms de Marley. Ich finde das auch immer fast Tagesform. Ich glaube, manchmal findet man den besser, manchmal den. Aber wenn man so eine Ingwernote mag, wenn man Bergamotte mag und wenn man Pfeffer mag, dann ist man hier gut bedient. Der Pfeffer, gleich vorweg, ist nicht übertrieben. Natürlich, man merkt ihn, er ist da. Also er merkt schon Pfeffer. Aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie so ein Buch. Also im Endeffekt könnte er auch, warte mal, ein kleiner Bruder oder der frische Bruder von den Galloway sein. Obwohl, wenn ich den jetzt wahrscheinlich, den habe ich lange nicht getragen, gesprüht. Warten wir mal. Das mache ich jetzt live. Ja, also er könnte sich vielleicht in diese Familie, wie in diese frischen und diesen Buchstyle fügen, dann ja, würde fast so abgerundet die frische Variante mit Pfeffer sein. Aber man hat hier auch dieses so eine trockene Buchseiten. Finde ich, kommen bei den Castley auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dazu gesellt sich Zitrone und Neroli, so ein Neroli-Akkord. Ich bin kein Fan unbedingt von Neroli, aber hier ist es einfach so es spielt einfach so im Background mit und oh, jetzt rieche ich den Galloway und zusammen eigentlich mit den Castley eigentlich auch nicht schlecht, auch gut. Ich komme hier ab mit diesen Lays, ne? Also ist ja nicht die Chipsorte Lays, sondern einfach die Parfüms de Marley, ja, Lay-Reihe hätte man sie auch nennen können. Auf jeden Fall schöner Neroli-Akkord und ich finde, es passt. Und wenn man das alles so mag, also nicht Neroli übertrieben, Pfeffer nicht übertrieben, Bergamotte aber und vor allen Dingen der frische Ingwer, dann ist das euer Duft, vor allen Dingen, wenn es jetzt wirklich mal richtig warm wird, dann ist das einfach sauber klar und man kann ihn auch definitiv im Büro locker und easy tragen. Der ist richtig gut dafür. Zum Schluss kommt dann sowas Holziges, aber ich finde, das rieche ich schon am Anfang. Benzol kommt dann auch noch, Labdanum und all sowas. Ich finde, im Endeffekt bleibt es einfach ein Bergamotte, aber hier nicht so so Acqua di Parma Bergamotten-Style oder typisch Sommerbergamotte. Nein, das nun auch wieder nicht, aber ihr merkt es, aber es ist einfach ein schön holzig, klarer, frischer Ingwer, pfeffriger Duft. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Ich finde, er ist gelungen und er reiht sich, wie gesagt, ich nehme jetzt hier bei seinen Brüdern ein. Hier haben wir sie.
und das finde ich nice. Hier habt ihr die, oder ich könnte das auch so sagen, komm, ihr nehmt den Tetley, wenn ihr was Minziges, Frisches, aber ein bisschen Süßliches haben wollt, so Art, wenn ihr eine Sprite aufreißt, Tetley. Wenn ihr richtig Frische wollt, das manchmal sogar Kopfschmerzen verursacht, wirklich, ohne Scheiß, damit will ich den Duft nicht schlecht machen, ist es aber der Greenlay, weil da habt ihr so einen frischen, also, ja gut, es ist, ich will nicht synthetisch sein, aber schon extrem starken grünen Apfelakkord und hier Ingwer und ja, holzig, frischen, leicht bergamottigen Duft. Perfekt. Also, wenn die so schräg nebeneinander stehen, sieht schon geil aus. Also ist schon nice. Das finde ich gut. Also ich finde, der Kersley ist gelungen. Was schreibt Parfüms mal allgemein dazu? Das kann ich euch mal kurz sagen. Der leitende Kompass, der dich zu deinen Zielen führt. So schließt das einmal 15 Mal, sag ich mal, für einen furchtlosen Mann. Ja, ob man bei diesem Duft furchtlos sein muss, lass mal dahingestellt, aber ja, es ist mineralischen mit würzigen Akzenten. Ja, kann man auch, ja, so kann man das auch sagen. Energiegeladenen Mann. Also ja, also es ist schon ein Duft, der im Büro und der richtig so, also wenn du Chef vielleicht bist oder auch, wenn du richtig was machen willst, was reißen willst, der Mann oder der Duft, sag ich mal, der Duft, nicht der Mann, der Duft bringt dich auf Vordermann, das wollte ich sagen. Also er bringt dich schon richtig dahin hier bin ich, ist geil, die Sommer ist jetzt da, ich bin im Büro, ich hab Bock. So, hast du noch hübsche Frauen, vielleicht ist es auch noch besser. Ja. Ach ja, hier könnte ich jetzt hier so viel lesen. Zitronische Mineralnoten, Kontrast, Akzenten, bla bla bla, Selbstbewusstsein verkörpert und so weiter. Ja, also wie gesagt, ich habe schon, also Kersley, ich muss das mal die ganze Zeit so ein bisschen switchen. Vielleicht werde ich mal ein Video, oder was heißt vielleicht, ich werde irgendwann, ja auch in diesem Sommer, ein Video machen und die 3 Düfte nochmal komplett vergleichen und dann ein Ranking zwischen den 3 machen, welchen ich dann besser finde. Umso länger ich diesen Duft getragen habe, sage ich, guck mal, das TikTok-Video habe ich schnell gemacht, aber das Video hier nicht und ich habe ihn ein bisschen getragen und ich finde, der Kersley ist schon wirklich gut. Umso länger man ihn hat, umso geiler wird er. Natürlich sind sie alle 3 geil. Ich hoffe, wirklich, normalerweise bin ich so, ach man, jetzt ist es gut. Aber das ist ja kein, sag ich mal so, die Line ist ja nicht so wie bei 1 Million, dass du immer nur einen Ableger. Nein, das ist ja eine Line, die zusammengehört. Ich hoffe, dass es noch einen 4. gibt. Und ja, wir haben Percival natürlich auch noch, aber der gehört nicht in diese Reihe wirklich, ne? Und ich hoffe, das kommt noch ein 4. Schon sehr nice. Und dann haben wir noch den Perseus, aber der gehört auch nicht in die Reihe, jedenfalls nicht, was die Flakons angeht. Deswegen gehe ich davon aus, das ist die gehören zu der anderen Reihe. Deswegen nehme ich nur die 3. Und wie gesagt, der Kersley ist sehr nice. Schreibt mal runter, kennt ihr den schon? Ich finde ihn gelungen. Wirklich nachhinein nach ein paar Tagen testen. Am Anfang habe ich auch gesagt, muss man auch wieder sagen, okay, warten wir mal, ob sich da noch was entwickelt. Ja, der Anfang ist cool, aber nee, Greenlay und Tetley sehe ich gleich vorwärts. Gleich so. Ist ein bisschen langweilig. So, aber dann kam er. Haltbarkeit habe ich jetzt fast vergessen zu sagen, weil ich einfach so in diesem Duft drin bin und ihn einfach nochmal sprühen muss. Und Sprüh ist natürlich gut. Die Haltbarkeit ist natürlich der Auftakt ist wirklich gut. Dieser frische Ingwer. Ist so die Haltbarkeit zwischen, sag ich mal, 5 Stunden und 8 Stunden. Es gibt ja wirklich Haut, die hält ewig, auch bei Sonnendüften, und es gibt eben Haut, die nicht so gut hält. Deswegen sage ich mal 5 bis 8 Stunden oder, wie ich es immer schon schön erwähne jetzt, es kann auch weniger und es kann auch mehr sein. Aber dazwischen müsst ihr euch unbedingt das so einpendeln. Die Sillage ist natürlich kein Beast-Mode, muss auch nicht sein, aber es gab manche, die haben nichts gesagt, die sagen, okay, nö, wirklich nur minimal, wenn ich rankomme. Manche sagen, dich riecht man. Also auch da seht ihr wieder Unterschiede und dann müsst ihr mal selber sehen. Aber die ersten 2 Stunden seid ihr gut damit, sag mal, selbst eingedeckt und nachhinein. Ich finde ihn gut, den Duft. Ich finde ihn für den Sommer und fürs Büro perfekt. Wirklich perfekt. Also Leute, Grüße gehen raus an meine Mitglieder, ganz ruhig Dennis, und bis zum nächsten Mal.